Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Angular. Heute geht es wieder mal um Template-Driven Forms. Diesmal wirklich nicht so Basic Overview wie letztes Mal, sondern wir gehen heute wirklich in diese Templates rein. Und ja, wir haben uns letztes Mal so ein grobes Formular aufgesetzt, das dann am Ende die Daten in die Konsole gelockt hat. Und das waren unsere Daten. Wir haben hier schon das ng-Model und alles aufgesetzt. Heute geht es jetzt also um die CSS-Variante davon. Und zwar gucken wir uns an, was für Klassen denn eigentlich jetzt hier relevant sind. Denn das, was passiert, ist relativ witzig. Wir bekommen hier nämlich jedes Mal, wenn irgendwas sich an unserem Formular tut, also wenn irgendein bestimmter Event sozusagen eintritt, dann bekommen wir eine andere Klasse auf unsere Input-Types. Und das ist ziemlich geil, weil ihr das überhaupt nicht managen müsst. Das macht alles Angular für euch. Die Types oder die Klassen besser gesagt sind .ng-dirty erstmal. Das ist die wichtigste Klasse, würde ich mal behaupten. Das bedeutet, der Wert wurde bearbeitet. Also man hat irgendwas eingegeben. Wenn man nichts eingibt, dann ist dieser Wert also komplett, eben leer. Das heißt, man weiß schon, dass dieser Wert nicht bearbeitet wurde. Und ich kann hier einfach sagen, ng-dirty, sobald es dirty ist, ist es bearbeitet, also es ist erstmal okay. Das heißt, ich kann sagen, Background Color oder sowas ist green. So, dann gibt es noch mehr als das. Es gibt insgesamt 6 Klassen, die ich euch jetzt alle vorstellen möchte. Und zwar haben wir noch das .ng-pristine oder pristine, keine Ahnung. Okay, das bedeutet, dass der Wert nicht verarbeitet wurde. Also sobald er angefasst wird, geht er von pristine auf dirty. Und das bedeutet, hier hat sich noch nichts getan. Also sprich, wir haben auf jeden Fall einen ungültigen Wert, weil man muss natürlich sowohl Username als auch Passwort auf jeden Fall eingeben. Das heißt rot. Einfach nur als Warnung, hier stimmt was noch nicht. Dann haben wir noch weitere Klassen und die sind ein bisschen komplizierter. Und deswegen schauen wir uns erstmal ganz kurz an, was hier gerade passiert ist. Und zwar, wir gehen auf die Applikation. Hier, so, okay. Wir haben jetzt offensichtlich beides mal rot. Also das sollte man logischerweise noch ein bisschen verhübschen und nicht so hässlich machen wie ich. Ich klicke drauf und es passiert immer noch nichts. Aber sobald ich hier anfange zu tippen, wird das ganze Ding grün. Jetzt wird hier plötzlich alles grün, weil halt dieser Input hier alles überschattet, weil er einfach weiter oben ist. Aber das ist immer noch rot vom Passwort, klar. Und hier können wir einfach hergehen und sagen, hey, so stimmt irgendwie immer noch nicht, also Passwort solltest du auch 1 eingeben. Das heißt, ich gebe eine 1 ein und schon haben wir hier zumindest beide Daten mal gegeben. Ja, und beides natürlich grün. Allerdings hindert es den Login-Button immer noch nicht daran, dass er auch falsche Daten akzeptiert. Ich lade gerade nochmal tatsächlich neu. Und zwar kann ich hier immer noch Login einfach machen. Das heißt, das ist immer noch nicht irgendwie, halt stopp, hier darfst du noch nicht, sondern es ist einfach nur, okay, es ist vielleicht ein Visual Feedback für den User. Also er bekommt sozusagen gesagt, hey, hier stimmt doch was nicht. Aber Login kann er trotzdem drücken, weil er einfach vielleicht austesten will, wie weit er gehen kann oder sowas. So, weiter geht's. Nächste Klasse, die wir uns angucken wollen, ist die sogenannte Valid-Klasse, beziehungsweise ng-Valid, weil alles vorne dran ng hat. ng-valid. Und die gibt euch an, ob ein Input okay ist, beziehungsweise ob er gültig ist oder nicht. Und das wäre jetzt eigentlich der bessere Platz für grün. Deswegen nehme ich das jetzt hier mal wieder raus. Wir lassen das tatsächlich so, wie ich es jetzt gerade habe. Das heißt, nur gültige Werte werden grün angezeigt. Und wenn es noch gar nicht bearbeitet wurde, dann ist es halt rot. So, wie kann ich definieren, ob was gültig ist oder nicht? Das ist gar nicht mal so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Man kann allerdings einfach noch weitere Inputs sozusagen hinzufügen oder noch weitere Felder hier hinzufügen. Und die sind alle sehr, sehr cool. Die zeige ich euch jetzt einfach mal. Name, sagen wir erstmal, ist required. Bam. Und ja, das brauchen wir hier auch nicht. Einfach nur required. Das bedeutet, wir haben hier ein Feld, das auf jeden Fall ausgefüllt werden muss. Und dann sagen wir zum Beispiel, okay, das Passwort ist natürlich auch erstmal required. So, und jetzt kann man hier noch deutlich mehr machen. Und zwar kann man hier eine minimale Länge zum Beispiel angeben. Also man kann verschiedenste Sachen angeben. Zum Beispiel auch eine maximale Länge. Hier könnten wir eine maximale Länge beim Benutzernamen haben. Max Length ist gleich, Achtung, das ist tatsächlich als String gemeint, also nicht hier irgendwie hergehen und die String-Dinger wegmachen, sondern das muss tatsächlich wirklich als String sein. Man darf nicht mehr als 8 Buchstaben eingeben, damit das Ganze valid ist.
So, hier beim Passwort ist mir die Länge ehrlich gesagt egal, wobei meistens hat man in der Datenbank vielleicht eine Länge von mehr als 256 Buchstaben, geht nicht, das könnte man hier eintragen. Die meisten User sind normalerweise nicht so verrückt, dass sie sowas Langes eintragen. Min-Length sagen wir hier aber mal auf jeden Fall 8. Das heißt, hier muss das Passwort mindestens 8 Buchstaben oder generell 8 lang sein. Ja, und es gibt noch ein weiteres cooles Feld, das nennt sich E-Mail, das ist sehr, sehr praktisch. Sekunde, das füge ich einfach noch hier hinzu. E-Mail, das ist normalerweise weiter oben. Type ist gleich Text. Name ist gleich Mail. Und required, und jetzt machen wir hier allerdings kein Min-Length oder kein Max-Length, das gibt es ja da nicht, aber wir sagen hier einfach E-Mail. Und das ist sehr, sehr praktisch. Hier überprüft nämlich Angular direkt für euch, ob das auch wirklich eine gültige E-Mail-Adresse ist. Ist ziemlich cool. Es gibt auch noch was, das nennt sich dann Custom Validators, das schauen wir uns aber gleich an. Jetzt will ich euch allerdings noch eine Sache zeigen, und zwar, wir können hier auch Patterns angeben. Das heißt, wir können hier sagen, dass wir ein gewisses Pattern wollen. Ich zeige euch das sofort, wir wollen jetzt hier allerdings erstmal so weit testen, damit wir verstanden haben, was das hier eigentlich macht. Also required ist erstmal, dass es Pflicht ist, das heißt, davor geht halt Submit nicht. Zeige ich euch einfach mal. Hier erstmal, wenn es untouched ist, dann ist es erstmal invalid. Hier mache ich jetzt einfach mal überall was rein, damit wir sehen, okay, grün bedeutet valid, das heißt, bei Name kann ich eine 1 eingeben. Alles in Ordnung, es muss auch nur einen Buchstaben haben. Allerdings darf es maximal 8 Buchstaben oder 8 Zeichen insgesamt lang sein. Das heißt, wenn mein Name hier zu lang wird, dann kann ich einfach nicht mehr weiter tippen. Ihr hört es jetzt gerade, ich kann nicht mehr weiter tippen, weil einfach 8 mehr geht nicht. Und ja, wenn ich nichts drin habe, dann ist es auch nicht mehr valid, aber touched ist es trotzdem, weil ich es verändert habe. Deswegen ist es nicht mehr rot. Ihr erinnert euch, touched hatten wir hier gesagt, beziehungsweise dirty hatten wir hier gesagt. Dirty bedeutet, okay, ich habe es halt mal angefasst. Red war, ich habe es noch nicht mal angefasst, und grün ist, es ist okay. So, jetzt okay bedeutet jetzt erstmal natürlich, dass für unseren Namen brauchen wir irgendwas drin. Das heißt, wir können nicht leer machen, und wir dürfen maximal 8 Buchstaben drin haben. Also haben wir das mit einer 1 eigentlich super gut abgeklärt. Das ist jetzt grün. Okay, Passwort. Passwort ist nicht grün. Warum ist Passwort nicht grün? Naja, Min-Length 8. Also Minimum 8 Buchstaben. Und das bedeutet, ich muss hier noch ein paar mehr in die Zeichen hauen, und dann wird es plötzlich irgendwann grün. Das sind jetzt alles nur Zahlen gewesen, also furchtbares Passwort. E-Mail ist immer noch nicht grün. E-Mail haben wir nicht auf grün, weil hier required und E-Mail steht. Da ist kein Min-Length, kein Max-Length dran, aber dieses E-Mail verbietet mir hier sowas zu schreiben wie eine 1. Das heißt, ich kann auch nicht A schreiben oder ABC, ich kann aber trotzdem abc@a schreiben. Da muss kein @a.de stehen, das reicht aus, wenn es hier @a heißt. Also @a.de wäre natürlich auch möglich, @a. geht wiederum nicht. Also Vorsicht, dieses E-Mail ist nicht unbedingt eine valide E-Mail, die es auch wirklich gibt, sondern es ist einfach nur eine Struktur von einer E-Mail, die eventuell richtig sein könnte. Selbst dieses @a ist ja eigentlich, naja, nicht wirklich eine E-Mail, weil man normalerweise Punkt irgendwas noch hinten dran braucht. Aber jetzt kann ich submitten. Wenn irgendwas allerdings nicht valid ist, kann ich zwar submitten, aber ja, ich kann trotzdem submitten. Also es hindert mich mal wieder nichts dran zu submitten, aber es ist immerhin nicht als valid gekennzeichnet hier. Also A@A, dann wird es mir als valid gekennzeichnet, und ich kann natürlich trotzdem submitten. Okay, also wie gesagt, hier der Submit-Button, der heißt nicht, dass alles auch wirklich in Ordnung ist. Ob die Daten in Ordnung sind, das muss eigentlich immer das Backend prüfen, und das Frontend gibt halt einfach nur Visual Feedback, also gibt sozusagen, hey, das ist nicht in Ordnung, das ist in Ordnung, an den User weiter. Aber ob der User nicht dann irgendwie drumrum kommt an dieser Hinderung sozusagen, das muss das Backend überprüfen. Das ist immer die Aufgabe vom Backend, denn JavaScript kann immer vom Benutzer geändert werden, auch im Sinne von Passwort oder sowas hier. Okay, also verlasst euch niemals drauf, dass diese Angaben auch wirklich korrekt sind. Das ist einfach nur, um dem Nutzer ein visuelles Feedback zu geben. Mehr ist das tatsächlich nicht. So, jetzt zu unserem Pattern, was ich gerade gesagt habe. Das ist vielleicht für ein Passwort nicht schlecht, und da kann man angeben, was man ganz gerne an Pattern hätte. Und ja, das ist ein bisschen kompliziert, sage ich jetzt mal, aber ich habe dazu, glaube ich, auch schon ein Video gemacht, relativ ausführliches, je nachdem, wann ihr das hier guckt. Und es gibt ein paar Regeln hier, wie zum Beispiel, ich möchte eine Zahl drin haben. Also irgendwo muss eine Zahl drin stehen. Dann habe ich eben zum Beispiel das hier. Das bedeutet, irgendwo muss jetzt eine Zahl drin sein.
Aber gleichzeitig kann ich auch sagen, irgendwo darf keine Zahl drin sein. Also es muss irgendwas geben, was keine Zahl ist. Also solche Dinge kann ich machen. Und diese Sonderzeichen hier, diese Special Characters, die schaut ihr euch am besten mal an. Weil die alle vorzulesen, das wäre ziemlich langweilig. Hier einfach sozusagen, was der Punkt bedeutet, dann was dieses kleine Slash D bedeutet oder Backslash D, Backslash Groß D, Backslash W, Backslash Groß W und so weiter und so fort. Also generell diese ganzen Patterns, die setzen sich als eine Regular Expression oder ein regulärer Ausdruck zusammen. Habe ich ein Video zu gemacht, beziehungsweise werde ich demnächst ein Video zu machen, je nachdem, wann ihr das hier guckt. In der Programmieren-Lernen-Playlist ist da sehr, sehr ausführlich alles drin. Ich werde es jetzt hier nicht nochmal vorstellen, weil ich euch einfach nicht zu Tode langweilen will. Regex ist ein bisschen, naja, es ist anstrengend, sagen wir es mal so. Und man macht es nicht so gerne, man macht es halt einmal und weil man es muss, aber ja, es ist halt die schnellste Darstellung, um irgendwie sowas darzustellen. Okay, und ja, jetzt brauche ich auch tatsächlich noch irgendwo eine Zahl in meinem Passwort drin, damit das Ganze grün ist, aber ja, okay. So, jetzt habe ich ja gesagt, es gibt insgesamt 8 Dinge, die man hier als CSS-Klasse natürlich machen kann. Und die anderen 3, die sind jetzt nicht mehr ganz so relevant, würde ich mal so behaupten. Ich habe vorhin allerdings die Namen schon grob gesagt, zumindest von 2. Und zwar ng-touched. Das bedeutet, das Element wurde irgendwie berührt. Ich zeige euch mal ganz kurz den Unterschied zwischen dirty und touched. Wir machen jetzt hier mal dirty auf grün und touched auf rot. So, also dirty bedeutet erstmal, ich habe irgendwas tatsächlich eingetippt und jetzt muss ich mal wirklich neu laden hier. Beziehungsweise nein, ich mache das hier wieder zu. Okay, auf was hatten wir jetzt gerade gesetzt? Egal, auf was. Okay, wir haben hier sozusagen, das ist jetzt erstmal, naja, man sieht erstmal gar nichts. Und jetzt mache ich hier ein A rein, jetzt wird es grün. Grün bedeutet, wenn ihr euch erinnert, dass es dirty ist. So, und jetzt der magische Trick, den ich euch zeigen möchte. Wir gehen wieder zurück auf meine Applikation. Bam, das Ding ist rot. Warum ist es rot? Naja, weil es den Fokus verloren hat. Das heißt, wenn euer Element nicht mehr fokussiert wird, dann ist es plötzlich touched und nicht mehr dirty. Dirty bedeutet, klar, es wurde verändert. Es wurde ja auch verändert. Aber touched bedeutet, es hat den Fokus verloren. Ich zeige es euch gerade nochmal hier an dem Beispiel. Ich gebe irgendwas ein und jetzt klicke ich woanders drauf und es verliert den Fokus und wird dadurch eben touched. Ja. Und alternativ zu, oder quasi analog zu Touch gibt es natürlich auch Untouched. Das heißt, es hat noch den Fokus. Also das Element hat noch den Fokus und wird auch gerade noch bearbeitet. Da kann man natürlich jetzt auch Sachen kombinieren, wie zum Beispiel Dirty und Untouched oder Dirty und Touched oder sowas. Solche Dinge. Ja, und dann ein letztes, das ist .ng-pending. Das ist ein bisschen arg kompliziert. Das bedeutet einfach, dass gerade noch eine asynchrone Validierung im Hintergrund läuft. Das heißt, es wird gerade noch überprüft, ob das Ding korrekt ist oder nicht. Wobei das natürlich vor allem wichtig ist, wenn ihr irgendwie Calls an ein Backend schickt oder sowas. Das heißt, wenn ihr einen sozusagen Custom Validator habt, und ich zeige euch jetzt ganz kurz, was ein Custom Validator ist, das machen wir aber noch ausführlicher, glaube ich zumindest. Wenn ihr hier diese ganzen Sachen eingebt, required, min-length, Pattern, das sind einfach sogenannte Validatoren, auch E-Mail hier oder Validators. Das bedeutet, hier wird einfach für jeden Validator überprüft, ob der Input dieses Ding erfüllt. Im Fall von Required, E-Mail, Min-Length, Pattern und Max-Length sind wir halt direkt an Angular angeknüpft. Das bedeutet, die Validator kommen direkt aus Angular. Ihr könnt euch aber auch eigene Validatoren schreiben und einfach überprüfen, ob der Input jetzt von zum Beispiel E-Mail auch wirklich eine gültige E-Mail ist. Sprich, ob es auch keine Wegwerf-E-Mail oder sonst irgendwas ist. Und da müsst ihr dann natürlich vielleicht teilweise auch einen Call ans Backend schicken oder sowas. Oder ihr müsst sehr, sehr lange irgendwelche Listen durchlaufen. Deswegen kann so eine Überprüfung, vor allem bei einem Custom Validator, bei den anderen geht es eigentlich relativ schnell, aber wenn es ein Custom Validator ist, kann es eine Weile dauern. Und ja, dann kann es passieren, dass eben so eine Überprüfung länger dauert und man sieht auch tatsächlich was. Und deswegen gibt es hier eben dieses ng-pending. Das bedeutet, es ist gerade eine Überprüfung im Gange und die Überprüfung ist asynchron. Wenn die Überprüfung synchron ist, wie zum Beispiel bei dem anderen, nicht bei Template-Driven, sondern bei Reactive, dann haben wir hier kein Pending, also es kann ja kein Pending geben, weil die natürlich alle synchron laufen. Ja, deswegen demonstriere ich das euch jetzt gerade mal nicht, weil ich gerade nichts habe, was so lange braucht sozusagen. Und ja, hoffe, ihr habt es trotzdem soweit verstanden. Gut, das war's von meiner Seite mal wieder, zumindest vorerst. Wir hören uns nächstes Mal wieder, wenn es um die Gruppierung von diesen wundervollen Elementen hier geht.
Okay, ja, und das war es wirklich jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao, macht's gut.